Heute mache ich eine Tour in die Berge mit den Studenten von Lombok und ich fahre mit hier von dem Café Bale Jungung. Café Bale Jungung. Die nehmen mich mit in ihrem Truck. Es geht hoch in die Berge nach Sembalun bis auf 1300 Höhenmeter. Reis, Kartoffeln, Zwiebeln, Erdbeeren, Mais. Das wird hier auf 1300 Meter noch angebaut und auch gleich verkauft. Ich nehme teil an einem Treffen, was die Nina organisiert hat. Sie versucht, verschiedene Kaffeefarmer zusammenzubringen, dass sie ihren Kaffee, den sie hier anbauen, auch gewinnbringend verkaufen können. Da ist jemand von der Universität dabei und auch von der Regierung und das andere sind alles Kaffeefarmer. Leider kann ich das alles nicht verstehen, deswegen gehe ich jetzt eine Runde spazieren. Da sieht man erst wirklich, wie das Leben hier funktioniert. So sieht es leider in den Flüssen hier aus. Ein Blick über die Ebene Simbanu. In Sembalun wird alles angebaut, was das Herz begehrt. Zwiebeln, Erdbeeren, Reis, Kartoffeln, Weißkohl, Mohrrüben. Eine kleine Verkostung. Einen Kaffee gibt es im Kaffeeladen. Das ist schwarzer Knoblauch. Schmeckt total lecker. Kann man so essen. Schmeckt aber nicht stark nach Knoblauch. Ein bisschen.
So, how is the coffee? Best. Best. Sembalon kopi. Lombok kopi. Wäre mein Problem. Irgendwas quietscht ganz fürchterlich. Ganz fürchterlich. Ja, vielleicht könnt ihr es hören. Wir haben irgendwie ein kleines Problem am Auto. Ich glaube, wir müssen in die Werkstatt fahren. Auf einer Seite ist der Stabilisator gebrochen, ist aus dem Gelenk raus. Ich würde vorschlagen, komplett ausbauen und langsam nach Hause fahren. So wird der Stabilisator repariert. Einfach wieder zugeklopft, dass die Kugel drinne bleibt. Ja, und das Geräusch kommt von der kaputten Bremse. Komplett zerstört. Die Toilette in einer indonesischen Autowerkstatt. Sehr schön. Ja. Wie man hört, die Reparatur war nicht erfolgreich. Aber wir fahren jetzt langsam den Berg hinunter. Ein bisschen angespannt. 1300 Höhenmeter ins Tal ohne Bremse. Ganz haben wir es nicht geschafft. Die letzten Kilometer fahren wir mit dem Moped. Niki hat uns ein Auto organisiert und wir fahren noch eine Woche über Lombok. Jetzt bevölkern sich die Straßen wieder. Ja, und nicht so knapp. Lokales frittiertes Gemüse gibt es. Und gleich scheinen wir nass zu werden. Es zieht rings um uns zu. Hallo! Tanken in Indonesien. Hallo, ich hab euch auch gefilmt. Wie jetzt? Drohst du uns? Der Weg zu unserem Bungalow. Und da ist er schon. Niegelnagelneu. Und, um auch mal die Kosten zu nennen, kostet uns 14 € die Nacht. Inklusive Frühstück für uns zwei. Kann man nicht meckern. Und der Kaffee wird sogar auf die Terrasse gebracht. Also von der Annette selbst. Natürlich. Reisfelder da unten, die müssen wir uns heute natürlich auch noch anschauen. Wir haben eine wirklich tolle Unterkunft. Nagelneu. Total im Grünen. Leider kann man es nicht anders sagen, als dass es ganz von der Akustik her total doof ist. Ich glaube, 7 Moscheen dröhnen hier um die Wette. Durchs gesamte Tal. Das ist schon wunderbar.
Tourguide Ross machen wir eine kleine Wanderung zu den Höhlen und zum Wasserfall. Endlich mal einsamer Dschungel. Hier wird heute Reis gepflanzt. Ja. Ah, das ist alles vorbereitet zum Reispflanzen. Die Natur von Lombok. Zweimal im Jahr können Sie den Reis ernten. Klebriger Reis, den kann man nur einmal im Jahr ernten. Die Pflanze wird größer und man muss jedes Reiskorn einzeln mit der Hand abpflücken. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Arbeit ist? Da möchte man nicht hochklettern müssen. Jackfruit. Sehr lecker. And the pregnant right inside. Ah, okay. Also, Yeah. sehr cool. Yeah. Also der Reis ist schwanger? Yeah. 1 month pregnant after go up, Aha, okay. grow the flower, all this thing. Yeah. 1 Monat ist er schwanger und Ja. dann wächst er nach oben raus. Rice need pregnant also. Yeah, a lot of people you don't know about the rice pregnant. Da wird der Babyreis gezüchtet. Der wird dann Pflanze für Pflanze rausgenommen und in die großen Felder gesetzt. Yeah, more 1 week you open. Yeah. Das ist Jasminreis. Yes. Ja. Yeah. 1 month, 1 week more, you have some open. Just from Nach dem Erdbeben 2011 haben viele Leute hier neue Häuser gekriegt und die wurden jetzt etwas besser verstärkt. Deswegen hier diese Säulen. Seht ihr da die Teller, die da im Fenster stehen? Das machen die Leute jetzt als Frühwarnung für ein Erdbeben. Weil dann fangen zu die. vibrieren. Genau. Cool, huh? somebody carry the bamboo is very very heavy. Yeah, you must do it to keep up. Nachdem wir 20.000 Rupia pro Person bezahlt haben, dürfen wir jetzt hier zum Wasserfall gehen. Abenteuer! Very nice. Aber auch hier ist natürlich richtig was los. Alle wollen diesen Wasserfall sehen. Und schweigen und schweigen. Der Reis, der kann in einem Monat geerntet werden. Und der ist in ein paar Tagen soweit. Dann wird er geerntet. Das sind noch richtige Brieftauben mit Glöckchen. Kalau Riesige Pampelmuse. Wow. Mal kurz. Der Reisbauer bei der Arbeit.
Der geerntete Reis wurde dann hier eingesät, um wieder neue Pflanzen zu erzeugen. Hier waren die Affen und fressen den Reis zum Ärger der Reisbauern. Eine alte Brücke, da hinten wurde eine neue gebaut, aber die ist leider 2011 beim Erdbeben zerstört worden. Hast du den kleinen da? Ja, ich will nicht mehr. Ross hat also auch Rinder. 3 Stück. Yes. Im Haus von Ross. What's your local name? My local name, Yeah? Pajeri. Bajiri. Yeah, Okay. my second name. Wie viel Kilo muss ich davon essen? Was isst du Damit denn? das? Ich esse Kakaobohnen, getrocknete. Damit sie nicht mehr von Moskitos gestochen wird. Ja, angeblich hilft das, dass die Moskitos nicht mehr so auf mich fliegen. Also Yeah, Aber ich weiß nicht, wie viel Kilos ich davon essen muss. How many do I 10. need to eat? 10 Kilo. 3 or 4 for one day. Das ist gut, das schmeckt gut, Michael. Es gibt Vanilla und Pfeffer. Frühstück im Dschungel. Indonesisches Frühstück. Pancake, scheint nicht indonesisch zu sein. Mit Banane, an der Mitte ist ein Rührei. Kaffee und Honig. Da unten, das ist die Hütte, wo wir geschlafen haben. Ich habe ganz gut geschlafen. Bis auf ein paar Pausen, wo hier wieder jemand versucht hat zu singen. Wo wir gerade so schön zusammensitzen, wir sind auf Lombok im Dschungel und Das Auf- hört man. auf unserem Kanal wollen wir also nicht politisch sein oder auch nicht religiös, aber ich muss eine Sache loswerden. Vielleicht hört ihr jetzt ja vom Hintergrund. Ich glaube am Tag 10-mal singt der Imam. von seiner Moschee, aber mit Lautsprechern verstärkt. Ich bin für Religionsfreiheit. Jeder soll seine Religion ausüben, wie er es möchte. Aber bitte doch nicht die anderen Menschen nerven oder stören. Es muss doch nicht sein, dass man 10-mal am Tag und das morgens um 4:30 fängt das an, dann kann man nicht mehr schlafen. Warum muss das sein? Vielleicht hat jemand einen guten Kommentar dazu und kann uns auch aufklären, warum das vielleicht so sein muss hier. Also ich sehe das ja noch ein, dass sie das machen.
Aber es ist wirklich definitiv zu viel. Und ganz schlimm wird es, wenn die Moscheen im gesamten Umkreis, so im Abstand von 5 Minuten, sich dann überschneiden mit ihren Gesängen oder wie auch immer das man nennen möchte. Also bisschen viel. Es ist dann nur noch ein Gekreische, was man hört. Ja, also man kann ja die Sprache nun eh nicht, was ja nun eher in unserem Bereich liegt, als Fehler anzusehen, aber es ist einfach zu viel. Und das in der schönen Natur, wo wir die Vögel hören möchten und den Fluss rauschen. Aber Sei mal still. scheint auch jemand zu üben noch. Der Blick von unserer Terrasse.